So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen, liebe Kunden, zu unserem allerersten Livestream. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid, um gemeinsam mit uns einen exklusiven Blick in die Zukunft unseres Kassensystems zu werfen. Mein Name ist Özgür. Ihr dürft gerne einfach Ötzi sagen. Die einen oder anderen kennen mich sicherlich von den Beratungsgesprächen und freue mich, mit euch diese Präsentation zu begleiten. Gemeinsam mit meinem Kollegen Philipp werden wir euch unser neues Dashboard Plus präsentieren. Ja, wir als Firma Shore sind ja generell immer bestrebt, innovative Lösungen zu entwickeln, welches das Leben unserer Kunden erleichtern und euer Geschäft generell voranbringen kann. Und genau das bringen wir euch heute. Genau. Genug von mir. Ich möchte jetzt den Ball an meinen geschätzten Kollegen Philipp übergeben, der euch im Detail zeigen wird, wie dieses neue Feature funktioniert und welche Vorteile es für euch bereithält. Danke, Ötzi. Ja, dann würde ich fast gleich loslegen. Nochmal kurz 1, 2 Worte zu mir. Philipp, mein Name, könnt auch einfach kurz Phil schreiben, wenn ihr Fragen an mich habt. Bin mit Shore schon gute über 8 Jahre unterwegs und ja, wie gesagt, Produktmanager für das Kassensystem. Also viel gemacht dafür und freue mich, euch jetzt das Dashboard zeigen zu können, an dem wir seit einigen Monaten arbeiten. Genau. Bevor wir allerdings uns das Dashboard selbst angucken, würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was denn so allgemein die Probleme gerade selbst sind oder wie man gerade selbst Reporting durchführt. Ne? Wir schauen uns das mal anhand von 2 Personen, würde ich sagen, jetzt nämlich anhand von Calvin und Pam. Calvin ist Inhaber von einem Friseursalon, einem kleinen, hat es vor kurzem von seinem Vater übernommen und will jetzt so ein bisschen den Namen müssen wir auf Vordermann bringen, ne? Weil Vater hat viel gemacht, ist ein guter Mann gewesen, aber jetzt neue Generation, neue Tools, gucken, wie man das alles optimieren kann. Und die zweite Perspektive, von der wir alles betrachten wollen, ist die von Pam. Pam leitet eine Filiale von Dunder Mifflins Bürowaren, die als Leitung der lokalen Branch, sage ich mal so, damit beauftragt ist, zu gucken, welche Artikel und Co. dann am besten laufen. Wenn beide das heute machen wollen, dann und sag ich mal, nur die Kasse besitzen von uns, dann haben sie ja die aktuellen Live-Reports. Wenn wir uns die angucken, dann sehen sie da so ein paar allgemeine Zahlen, so Umsatzgraphen. Und wenn jetzt aber Calvin gucken möchte, was seine Mitarbeiter machen oder wie viel die generiert haben im Umsatz, dann ist es ja ein bisschen schwer, das jetzt herauszulesen. Ne? Dann müsste man sich mal Excel-Dateien ziehen, dann gucken wir uns mal, was wir uns da für Excel-Dateien ziehen können. Dann laden wir uns so eine ZIP-Datei runter, haben da irgendwie Dutzende Tabellen drin, fragen uns, okay, welche nehmen wir davon mal? Schauen wir uns mal irgendwie so eine normale Transaktionsliste an und dann sehen wir da, okay, einfach nur eine Liste aller Transaktionen. Und wenn ich jetzt als Calvin sehen möchte, was hat denn jetzt Martha, eine Mitarbeiterin von mir, gemacht, dann müsste ich sie bis jetzt manuell zusammenrechnen. Ne? Und aber ich jetzt auch nicht, welche Produkte sie verkauft hat. Das ist auch nicht so geil. Also gucken wir uns mal eine andere Tabelle an. Und da sieht es genauso kompliziert aus. Haufenweise Listen. Irgendwie, ich blicke da nicht ganz durch. Da muss man richtig Excel-Experte sein, um das machen zu können. Schlimm. Schauen wir uns mal an, was wir uns da ausgedacht haben. Ötzi, bist du noch da? Haben wir gerade technische Probleme? Ja, Ötzi ist gerade weggebrochen. Dann versuche ich mal, das alleine weiterzumachen. Genau, was haben wir uns nämlich ausgedacht? Wir möchten euch heute mal zeigen, was wir Neues gebaut haben, nämlich ein neues Dashboard. Und zwar wird das Dashboard die jetzigen Berichte in der App ersetzen. Und wir haben uns hier als Ziel gesetzt, dass wir euch mehr Informationen auf einem Blick präsentieren können, wichtige Metriken logisch gruppieren und ganz wichtig, natürlich euch keine Statistiken wegnehmen, die bisher da existieren, sondern auf den vorhandenen Tabellen aufbauen oder Metriken aufbauen und diese quasi logisch erweitern. Wir haben uns dazu eine Art Kacheldesign überlegt, in dem wir euch die wichtigsten Kennzahlen hervorheben, inklusive Trends, das heißt direkt vergleichen mit vorherigen Zeiträumen und die Analyse unterteilen nach Dienstleistungen und Retail-Produkt-Performance. Dass wir also nicht mal nur eine einzige
Umsatzzahlgruppierung haben, sondern wie gesagt, je nachdem, was euer Unternehmen quasi als Fokus hat, dass ihr trotzdem es vernünftig auswerten könnt. Und zusätzlich natürlich noch mit weiteren Filtern und Schnellfiltern arbeiten könnt, dass ihr einstellen könnt, ob ihr schnell die letzten 7 Tage, letzten 30 Tage oder einen Zeitraum einstellen könnt. Alles das wird drinne, bleibt weiterhin drinne. Genau. Bevor wir uns mal das alles im Detail angucken, kurzer Hinweis, wir entwickeln das Dashboard gerade aktiv. Wir haben, wie gesagt, schon einige Monate aufgebracht, um hier ein performantes und schnelles Dashboard zu bauen. Es ist jetzt noch nicht hundertprozentig fertig, fühlen uns aber gut da drin, es jetzt schon mit euch zu teilen und glaube, dass es euch jetzt schon einen wirklichen Mehrwert bieten kann. Deswegen ist über die nächsten Wochen wichtig, dass ihr Feedback gebt. Wie ihr Feedback geben könnt, sagen wir am Ende nochmal. Erstmal willkommen zurück, Ötzi. Genau. Genau, wir haben am Ende noch eine offene Fragerunde. Ihr könnt gerne einen QR-Code abscannen, aber bevor wir da erstmal da einsteigen, Philipp, zeig uns doch vielleicht mal im Detail, wie das neue Dashboard Plus für die Kunden dann auch ausschauen wird. Bevor wir das machen, Ötzi, wollte ich kurz noch diese Hinweisschleife abschließen. Genau, also wie gesagt, euer Feedback ist wichtig. Also wir werden euch das über die nächsten Wochen erstmal für Plus- und Premium-Kunden nach und nach freischalten. Und wenn es dann seht und ihr merkt, okay, mir fehlt irgendwie diese Metrik oder ich hätte das gerne anders dargestellt, dann schreibt uns das bitte. Denn gerade, wir wollen ja, dass es für euch das liefert, was ihr am Ende sofort und live sehen wollt. Aber deswegen euer Feedback und wie gesagt, am Ende geht uns nochmal auf ein, wie wir Feedback geben können. Philipp, wir hätten schon eine kleine Frage, die wir vielleicht mal kurz reinhauen könnten. Und zwar kommt als Frage, bin ich als Basic-Kunde ganz raus? Bist du nicht. Wir werden es den Basic-Kunden nur etwas später freigeben. Hintergrund ist, dass die Art und Weise oder die Metriken, die Basic-Kunden sehen werden, erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden können. Das hat auch was mit der Logik im Hintergrund zu tun. Aber alle neuen Metriken werden Plus- und Premium-Kunden zur Verfügung stehen. Du als Basic-Kunde wirst es quasi als Art Facelift sehen, wenn man so will. Also deine jetzigen Statistiken in der Kassen-App, die du da hast, die werden nicht verschwinden. Es sind genau dieselben, nur mit einem Facelift, wenn man so will. Super, vielen Dank. Okay. Alright, was war als nächstes machen, Ötzi? Genau, Philipp, jetzt würden wir uns mal das Ganze im Detail anschauen. Zeig doch mal den Kunden, was wir denn alles dann dementsprechend mit den neuen Statistiken alles auswerten können. Okay, wunderbar. Also wir haben ja eben schon ein paar Screenshots gesehen, aber gucken wir uns mal die Kacheln im Detail an, die wir da haben, oder die Karten. Wir haben als erstes ganz oben und präsent das Umsatzdiagramm. Das Kassensystem kennt es schon in anderer Form oder in ähnlicher Form, dieses Balkendiagramm. Und wir haben hier dieser Kachel oben weitere Metriken hinzugefügt, die das alles ein bisschen zusammenfassen. Genau. Und da sehen wir zum Beispiel den Gesamtumsatz relativ zentral, dann die Unterteilung des Graphens nach Dienstleistungen und Retail, also sprich alles, was Produkte angeht und Inventar, also Produkte heißt in diesem Fall auch Gutscheine, als separate Graphen. In der alten kennt ihr das ja als nur ein einziger Balken und wir unterteilen das mal. Im Postmanager ist es unterteilt nach 2 gewesen, hatte man Gesamtumsatz und Marge. Und hier dachten wir uns, dass es sinnvoller ist, das in die Umsatzgruppen aufzuteilen. Genau. Und dann noch so Komfortfunktionen wie natürlich die Marge, die sich erstmal rein auf den auf die Produktmarge bezieht. Also da sind die Dienstleistungen selbst rausgerechnet und ein durchschnittlicher Warenkorbwert. Genau. Ötzi scheint technische Probleme zu haben. Hörst du mich noch, Ötzi?
Genau, bei mir macht es mein Internet genau Probleme. Genau, Philipp, aber vielen Oh. Dank. Ich hoffe, ihr könnt mich noch alle ganz gut hören. Aber genau, ich glaube, das gibt uns ein ganz gutes Gefühl, wie so die Auswertung dann generell ausschauen kann. Vielleicht kannst du uns aber auch noch mal im nächsten Slide das noch mal in Inventar und Kategorien aufgeteilt noch mal zeigen, wie das ausschauen wird für die Produkte und Artikel. Okay, können wir gerne machen. Dann schauen wir uns mal an, was als nächstes kommt. Genau, also was für Plus- und Premium-Kunden dann neu sein wird, das ist die Unterteilung oder die weitere Auswertung nach den einzelnen Inventarkategorien oder Produktkategorien, Produkttypen meine ich, und dann Zusammenfassung nach Kategorien. Wir haben diese Kacheln so aufgebaut, dass es ganz oben erstmal die, was wir empfinden, wichtigste Metrik gibt. Da sehen wir also die Kategorie, die am besten läuft, wie viele Produkte wir insgesamt verkauft haben und wie viele Dienstleistungen wir insgesamt durchgeführt haben. Letztere beide begleitet von einem Trend. Also wenn wir, was heißt Trend? Das will ich mal kurz erläutern. Trend heißt so viel wie, wenn ich mir jetzt die letzten 7 Tage angucke, dann vergleichen wir die 7 Tage davor erstmal. Heißt also, wenn ich in den letzten 7 Tagen 234 Produkte verkauft habe, dann habe ich in den 7 Tagen davor halt 12% weniger Produkte verkauft. Oder habe ich in 12% mehr Produkte verkauft als in diesem. Genau. Ja, was wie sie weiter aufgebaut sind, ist also, dass wir unterhalb dieser Top-Metrik, so nennen wir sie jetzt mal, dann noch so Submetriken oder weitere Karten haben, die dann sekundäre Metriken zusammenfassen. Das sind bei Produkten dann zum Beispiel der durchschnittliche Warenkorbwert, den Produkte ausmachen, oder wie viele wir allgemein im Durchschnitt pro Produkte pro Warenkorb drin haben, sowie die Top 5 oder die Top-Produkte, Top-Dienstleistungen und Top-Kategorien. Genau. Kacheln, mit denen man interagieren kann, da gibt es so ein Pfeilchen dran, die kann man sogar anklicken. Und dann bekommt man ein Fensterchen mit ein paar mehr Auswertungen. Im Falle von Inventar und Kategorien schaut es so aus, dass wir bei den Kategorien eine vollständige Liste bekommen mit allen Kategorien und den Umsatz, die sie generiert haben. Und bei den Produkten und Dienstleistungen bekommen wir quasi also Postkunden kennen den bereits, den Bestsellerbericht nochmal aufgelistet, wo wir dann einstellen können, ob es von höchsten Wert zu niedrigen oder von niedrigen zum höchsten Wert sortiert werden soll. Aber wie gesagt, wir sehen unsere verkaufte Artikel und den generierten Umsatz und dasselbe auch mit den Dienstleistungen. Genau. Die letzten beiden Karten, die wir eingebaut haben, eine kennen die Kunden, kennt ihr alle bereits, das ist der Umsatz nach Zahlarten. Genau, der einfach nochmal den Umsatz aufteilt mit welcher Zahlart wurde die Rechnung bezahlt. Aber was ganz neu ist und am spannendsten, das ist die Auswertung nach Mitarbeitern. In dieser Karte sehen wir primär präsentiert erstmal den Mitarbeiter, der im Kassensystem angelegt ist, der den meisten Umsatz generiert hat. Oder nicht nur den meisten Umsatz generiert hat, ehrlicherweise definiert sich das anhand von mehreren Faktoren, aber das schauen wir uns gleich nochmal an. Aber da wird erstmal der präsentiert, der am meisten, am besten performt hat, heißt auch doch Performer. Und wir haben dann Möglichkeiten, hier durchzuscrollen und zu sehen, was der an Umsatz gemacht hat, wie viel er was sein durchschnittlicher Warenkorbwert ist. Genau. Philipp, wir hatten hier schon auch wieder eine Frage, die würde ich dir einmal schnell rüberschmeißen. Und zwar, der aktuelle Mitarbeiterbericht aus der Kassa stimmt leider nicht seit Jahren. Wurde dieses Bug behoben? Da frage ich mich jetzt gerade, ob jetzt der Mitarbeiterbericht in der Kassenansicht, also diesem Postmanager gemeint ist, oder der in der MyShore lebt. Ne? Aber wenn der letztere gemeint ist, dann weiß ich, was gemeint ist. Mit diesem Dashboard haben wir jetzt Initiative, auch den zu beheben. Also per se soll sich auf diesen Bericht verlassen werden können. Okay, wurde mal eingeleitet, wunderbar. Und der im Kalender wird in nächster Zeit auch nochmal angegangen. Wir sind ja noch am Überlegen, ob wir den in den Postmanager übertragen und erweitern oder ob wir den unter MyShore erstmal beheben.
Genaues kann ich noch nicht sagen, aber wir sind uns dessen bewusst und werden das im Rahmen dieses ganzen Projektes hier auch mit angehen. Super, vielen Dank. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz an, was man denn sehen kann, wenn man auf die Mitarbeiter raufklickt, wa? Genau. Supi. Genau, wir bekommen dann nämlich eine genauere Auswertung der Mitarbeiter. Wir sehen erstmal alle Mitarbeiter aufgelistet und dann pro Mitarbeiter aufgeteilt, was hat er an Dienstleistungsumsatz generiert, was hat er an Produktumsatz generiert, das alles zusammengefasst. Und wir können uns das sowohl als Gesamtsummen anschauen oder mit einem Klick auf Durchschnittsanzeigen oben nochmal alles durchschnittlich. Also wenn wir sagen, John Watson hier hatte in diesem Fall 700 Euro Service Revenue generiert oder Dienstleistungsumsatz und wir klicken auf Durchschnitte, dann würden wir sehen, dass es in diesem Fall 88,77 Euro waren, durchschnittlich pro Warenkorb, den er mit Dienstleistungen erwirtschaftet hat. Genau. Also wir sehen relativ viel auf einen Blick. Ich hoffe, das ist alles soweit klar. Oder hast du noch irgendwie Fragen, Ötzi? Nee, aber gerade diese Mitarbeiterauswertung, da kann ich auch eins sagen, dadurch, dass auch immer zum Beispiel ich in einem Beratungsgespräch bin, war das auch ein Feature, was sehr viele Kunden gewünscht hatten, dass man zum Beispiel auch generell schauen kann, wie viel der Mitarbeiter an Produkten umsetzen kann. Ich glaube, da freuen sich auch viele Kunden drauf. Vielen Dank dafür. Oh, gerne. Wir haben jetzt viel gesehen, was aktuell kommt. Ja, Ötzi? Ja, also genau, du hast ja gemeint, aktuell, was gerade passiert. Jetzt kannst du uns vielleicht noch kleine Aussicht geben, was in der Zukunft noch oder wie der aktuelle Prozess da auch laufen wird. Ich habe kurz eine Frage gesehen. Wird dir der tatsächliche Umsatz gezeigt oder auch rabattierter Umsatz? Sowohl auch rabattierter Umsatz. Also wir haben das so gebaut, dass beim Umsatz allgemein auch Warenkorbrabatte mit berücksichtigt sind. Bei dem Dienstleistungs- und Produktumsatz können Warenkorbrabatte noch nicht hundertprozentig berücksichtigt werden. Ich gehe aber gleich nochmal darauf ein, was wir in Zukunft vorhaben, um solche Sachen noch genauer zu machen. Ich hoffe, das hat es beantwortet. Gut, Ötzi, wo du es gerade schon angeteased hast, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal darauf ein, was demnächst kommt. Denn wir haben jetzt erstmal einiges gesehen, wir haben aber auch vor, das Dashboard über die nächsten Wochen, also in den direkten nächsten Wochen zu erweitern. Erstmal selbst werden die Diagramme selbst nochmal erweitert, zum Beispiel das Balkendiagramm selbst. Jetzt gerade geht es nur so, dass man den Gesamtumsatz aus dem gefilterten Zeitraum sieht. Wir werden eine Funktion einbauen, in der man auf eine Balkengruppe raufklicken kann und dann filtert sich die Ansicht oben nach dem Tag. Das heißt also, wenn ich, sag mal, diese Woche mir angucke, dann kann ich auf den Donnerstag raufklicken und ich sehe direkt schon die Werte für den Donnerstag oben drin. Das haben wir vor. Wir werden außerdem daran arbeiten, noch weitere Auswertungen und Karten hinzuzufügen. Da aber gleich auf der nächsten Slide mehr. Wir werden die Exportfunktion noch nachliefern. Aktuell kann man ja im iOS in der App sich den Bestseller und die Transaktionsliste exportieren. Die werden wir nachliefern, sowohl künftig dann noch andere Exporte, wie zum Beispiel für den Mitarbeiter, dass man sich die auch nochmal als Excel zukommen lassen kann. Und am Ende auch die Performance und Genauigkeit. Und damit so ein bisschen auf diese Frage eben eingegangen. Jetzt gerade ist es so, wenn Sie dieses Dashboard bekommen oder wenn ihr das Dashboard bekommt, ist, dass die Daten zwar live sind, aber manchmal mit 1-2 Stunden Verzögerung erst sich aktualisieren. Das wird aber nur in den nächsten 2-3 Wochen so sein. Wir arbeiten im Hintergrund an der Optimierung unserer Serverinfrastruktur, die dafür sorgt, dass all diese Metriken, die wir hier sehen, anstatt irgendwie ein paar Sekunden zum Laden zu brauchen, vielleicht nur noch 1 Sekunde brauchen zum Laden. Genau, das ist ein relativ großes Unterfangen und da werden wir, wie gesagt, in den nächsten paar Wochen mit live gehen können. Das wird kein App-Update benötigt, das passiert im Hintergrund. Aber wie gesagt, das ist etwas, was uns sehr wichtig ist,
dass wir die Server so optimiert haben, dass es auch fürs Reporting oder für solche Berichte performant läuft. Genau. Und was wir dann auf noch längere Sicht geplant haben, ist, dass es extra Karten für Gutscheine und Trinkgeld gibt. Wir haben ja eben gesehen bei den Produkten, dass die Gutscheine, ich scrolle mal kurz dahin zurück, 13 war das, dass Gutscheine aktuell unter dem Inventarpunkt, also Produktepunkt, aufgelistet sind. Und wir haben während der Entwicklung in den letzten paar Wochen gesehen, dass wir Gutscheine auslagern sollen oder müssen, um halt noch mehr Einblicke zu geben, sprich, dass ich auf der App auch schon ansehen kann, welche Gutscheine habe ich verkauft, was habe ich an diesem Tag an Gutscheinumsatz gemacht oder Gutscheine ausgegeben, dass das noch transparenter ist. Genau. Was auch ganz spannend werden wird, ist, dass wir auch Statistiken für Termine in dieses Dashboard in der Kassen-App einbinden werden. Das wird auch eine eigene Karte werden, beziehungsweise wird auch die Mitarbeiterkarte dahingehend erweitert. Und Ziel ist es hier, dass wir euch zeigen, wie viel Zeit von seiner Arbeitszeit am Mitarbeiter produktiv in Terminen war, wie viele Termine er zum Beispiel durchschnittlich angenommen hat und welche Kunden er bedient hat. Also all das und noch ein bisschen mehr in dieser Karte, die explizit sich nur um Termine dreht, um quasi beide Welten noch ein bisschen näher zusammenrücken zu lassen. Und was wir später machen werden, also ein bisschen weiter in der Zukunft, das ist, dass wir einen smarten Vorausblick umsetzen werden. Ziel ist es hier, dass wir sozusagen geschätzten Umsatz einfügen werden, der mithilfe von Machine Learning voraussagt, wie viel Umsatz ihr in den nächsten Tagen / Wochen zum Beispiel generieren würdet, anhand der historischen Daten von euch. Heißt, je mehr ihr das Kassensystem benutzt, umso genauer würde diese Schätzung quasi werden. Genau. Das soweit dazu. Wunderbar. Philipp, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle ein ganz gutes Gefühl bekommen, wie das neue Dashboard Plus ausschauen wird. Ja, liebe Kunden, ihr wisst sicherlich auch alle, wie wichtig Daten generell im Geschäftsalltag sind. Durch Daten können wir unser Geschäft auch generell voranbringen. Und ja, freuen uns hoffentlich, dass unser Feature euch auch das Ganze liefern kann. Und genau, jetzt würden wir noch eine kleine offene Fragerunde machen. Ihr könnt gerne euch unsere Fragen in unserem Chat stellen. Wir freuen uns aber auch natürlich über ein Feedback. Könnt ihr gerne den QR-Code abscannen und auch ein generelles Feedback abgeben. Wir versuchen natürlich alles zu bearbeiten und euch im Nachgang auch dementsprechend noch eine Antwort zu liefern. Dann schauen wir mal, was es Ja, für Fragen gibt. super. Ich glaube, wir blenden die einmal ein. Genau. Wie lang können die Zeiträume sein? Aktuell ist es zum Beispiel kaum möglich, die Daten für ein komplettes Jahr zu ziehen. Wir haben in der iOS-App aktuell 90 Tage eingestellt, ist jetzt aber auch nur für kurze Zeit. Wenn diese Funktion, also in ein paar Wochen danach, wenn diese Backend-Optimierung kommt, die ich meinte, also wir nennen das intern das Warenhaus, dann wird es auch über ein Jahr möglich sein, einzustellen. Und dann nicht eine Minute warten zu müssen, bis die Ergebnisse kommen, sondern halt wesentlich schneller. Aber ja, es wird dann möglich sein, auch die Daten über längere Zeiträume hinweg sich anzugucken. Können wir in dem Bericht die Quelle des Traffics identifizieren? Google Ads, Facebook Ads, organisch? Nee, in diesem Fall nicht, weil der Traffic, Amaury, die Daten, die jetzt gerade dargestellt werden, die haben diese Quelle quasi nicht. Die sind ja app-intern generierte Umsätze. Und da ist es noch nicht, wenn du dich da auf die Mitarbeiterumsätze oder auf die Terminsachen beziehst, dann muss ich mir das mal genauer angucken. Schick das gerne mal als Feedback per E-Mail weiter, dass wir das mal untersuchen, wie wir das machen können.
Die Neukunden werden aktuell nur nach ausgewählten Zeitraum angezeigt. Die Logik macht keinen Sinn, da die meisten Kunden im Zeitraum zuvor das erste Mal gebucht haben. Ich glaube, das bezieht sich auf den Kalender, oder? Ich glaube auch, dass diese Frage auf den Kalender sich bezieht. Mhm. Fabian, gib uns gerne dieses Feedback auch über den QR-Code ab. Wir werden das Ganze natürlich auch für den Kalender im Nachgang bearbeiten, für dich die Anfrage. Ja, ich werde es dann meiner Kollegen weiterleiten. Also, tut mir leid, ich kann es jetzt gerade nicht beantworten, aber hoffe, dass wir da dir im Nachhinein eine Antwort geben können. Wird es möglich sein, Bestellungen aus dem System heraus zu generieren und bei Lieferung auch diese direkt zu übernehmen? Ähm, in diesem Umfang vom Dashboard Plus nicht. Ich weiß aber, worauf Petra anspricht, so eine Art, ja, Bestellmanagement. Wir haben die schon oft gehört, und auch schon mal ein bisschen untersucht, können jetzt aber aktuell nicht sagen, wann wir solche Funktionen, wo solche eine Funktionen liefern können. Jetzt grade ist der Fokus auf auf dem Dashboard erstmal in kurzer Zeit. Ja. So, ich glaube, wir haben noch ein paar allgemeine Fragen zu POS im Generellen. Vielleicht kann uns da der Ben noch 1, 2 Fragen gerne rüberschicken. Ben ist unser Mann im Hintergrund, müsst ihr wissen. Die wurde schon gestellt, die Frage. Wäre es möglich, SumUp Solo als Kartenterminal hinzuzufügen? Soweit ich weiß, ist das SumUp Solo 'nen 3G-Gerät, was jetzt nicht per WLAN kommuniziert. Deswegen kann ich jetzt erst mal nicht bestätigen, dass es kompatibel ist. Ich lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren. Also, per se, weil wir bei SumUp deren Schnittstelle, sage ich mal, direkt integriert haben, dann müsste das auch funktionieren von Haus aus schon. Wie gesagt, ich glaube, weil das SumUp Solo selbst nämlich als eigenständiges Gerät konzipiert ist, geht es nicht. So ist mein Wissensstand. Genau, tatsächlich ist das SumUp Solo nicht, aber Victra, Studio, gerne könnt ihr mal eine E-Mail an den Ben Bartmann zukommen lassen. Ich kann mich gerne mal in Kontakt mit euch setzen. Können wir auch mal schauen, falls es euch das SumUp Solo et cetera, kann ich euch mal gerne beraten, welches Kartenterminal für euch vielleicht da ganz gut passen würde. Ab wann sind individuelle Gutscheinbeträge an der Kasse möglich? Das müsste jetzt auch, also, das ist jetzt eigentlich auch schon möglich. Ihr könnt im Postmanager, wenn ihr 'n neuen Gutschein erstellt, beim Preistyp auf flexibel gehen und dann, wenn ihr dann, diesen Artikel oder diesen Gutscheinartikel dem Warenkorb hinzufügt, kann dann der Preis frei definiert werden. Frage zum Buchhaltungstool: Weshalb ist dies nur für Benutzer in der E4 und nicht für AT? Das ist auch 'ne gute Frage, Petra, danke dafür. Weil der, aktuell verfügbare Kontenrahmen, erst mal nur der deutsche ist, den wir hinterlegen konnten. Soweit wir oder der Kollege, der das umgesetzt hatte festgestellt, dass es, für AT, also, es ist für AT wohl 'n bisschen abweichend und deswegen kann es dort nicht zur Verfügung gestellt werden. Ähm, es ist aber nicht vom Tisch, das umzusetzen, sagen wir's so. Aber erst mal bleibt's nur für Deutschland, weil wir den deutschen Kontenrahmen, also SK 0304 und diese 4 und 6-stellige, Kontennummer hinterlegen konnten. Besteht die Möglichkeit für Personal, nur den Tagesabschluss vom laufenden Tag zu sehen und nicht den ganzen Verlauf vom Monat? Möglichkeit besteht leider nicht, ist aber 'ne guter Hinweis. Hm, ob man's jetzt so mit dem aktuellen Tag macht oder ob man das Ding quasi ausblendet, das ist 'n guter Punkt. Schick das bitte mal auch an die E-Mail, die du hier siehst. Scann mal den QR-Code, dann kann Ben mir das nämlich weiterleiten. Dann schaue ich mir das mal an, wie wir das, ob's da irgendwie 'ne schnelle Lösung für gibt.
Schön zu hören, Fabian. Dankeschön. Wenn du noch weitere Ideen hast, wie wir das Dashboard erweitern können, dann schreib uns das auch gerne per E-Mail. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Ihr wart wohl noch auf eine Frage, die war nicht konkret genug. Vielleicht kann ich kurz auf eine eingehen. Eine Frage ist, ob eine Filiallösung geplant ist. Geplant ja. Da ist viel Vorarbeit notwendig, an der wir im Hintergrund arbeiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den ersten paar Quartalen was wird, aber halt einfach Ausblick auf Nachrichten von uns. Wir arbeiten an der Mehr-Filiallösung auch im Kassensystem. Ja, tatsächlich sind wir auch mit den Fragen durch, Philipp. Vielen Dank auf jeden Fall. Oder noch weiteren Kartenanbietern gab es eine Frage? Ach, da ja, genau. Die originale Frage war also, genau, okay, können künftig auch weitere Karten direkt angebunden werden, wie Hubex, Global Payments etc. Es ist jetzt keine aktive Planung dahinter, weitere Kartenanbieter anzubieten. Wir haben mit Shore Pay für Deutschland eine Lösung, die wir erstmal anbieten. Wenn es jetzt um Zahlungsanbieter für Österreich oder Schweiz geht, ist jetzt erstmal besteht aktuell keine Planung, weitere Kartenanbieter hinzuzufügen. Ich glaube, wie hieß denn nochmal diese Schweizer Zahl, die am häufigsten gefragt wurde, Ötzi? Das war Zint oder auf jeden Fall so eine Art PayPal, wo dann auch PayPal abgewickelt werden kann, vor Ort Live-Zahlungen. Diese Anfragen kommen tatsächlich sehr oft. Genau, sind wir aber bemüht, auch dementsprechend unsere eigenen Lösungen bald in diesen Ländern auch anbieten zu können. Genau. Okay. LB sagt, ich habe mehrere Filialen und muss Tilip in Verbindung mit Shore nutzen. Gerne hätte ich die komplette Lösung mit dem Shore Post, wo ich meine Filialen in der Übersicht verwalten kann. Ja, danke, wunderbares Feedback, denn das ist genau das, was du angesprochen hast mit der Filiallösung. Ne? Ja, wie gesagt, also wir arbeiten im Hintergrund dran, aber das ist halt ein sehr hoher Aufwand, das in der Kassenwelt auch umzusetzen und kompatibel zu machen. Deswegen, also halt da wie gesagt Ausschau auf unsere Nachrichten. Ich habe jetzt noch nichts, was ich konkret sagen kann, nur dass ich anteasen kann. Wir arbeiten dran, wir sitzen dran, wir möchten das auch. Wie gesagt, wir brauchen Ressourcen und Zeit. Genau, das würde damit einherspielen. Also unser Gutscheinsystem ist schon darauf ausgelegt, dass es auf mehrere Accounts funktioniert. Jetzt muss nur noch der Rest des Systems hinterherziehen. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel jetzt sagen. Warten wir auf offizielle Kommunikation. Ja, perfekt. Wir sind jetzt auch tatsächlich durch mit den Fragen. Ich danke euch vielmals, dass ihr an unserem ersten Live-Event teilgenommen habt. Gebt gerne auch Feedback an uns weiter, wie wir vielleicht unser nächstes Live-Event auch nochmal verbessern können. Ich hoffe aber, es hat euch alle gefallen. Wir wünschen euch alle einen erfolgreichen Tag. Noch die letzten Tage am Wochenende. Da wird wahrscheinlich viel los sein bei euch allen. Dementsprechend viel Erfolg, wunderschönen Start in den Tag und bis bald. Vielen Dank alle zusammen. Ciao.